Verhaltensmodellierung kann man noch einmal differenzieren in die Modellierung von Aktivitäten und die Modellierung von Zuständen. Aktivitäten haben wir uns in den vergangenen beiden Videos angeschaut. Jetzt schauen wir uns mal an, wie man die Zustände eines Entities in einem Zustandsdiagramm abbilden kann. Denn das hilft einem ganz enorm bei der Implementierung. Und wie das geht, das kommt jetzt. Als Beispiel haben wir, wie in den letzten Videos, wieder die Enrollment Application, also die Bewerbung um einen Studienplatz, die Bewerbung um eine Einschreibung in einen Studiengang. Das war unser Use Case Diagramm. Wir haben den Applicant, also den Bewerber, den zukünftigen Studierenden. Wir haben den Clerk, also den oder die Sachbearbeiterin. Und wir haben den oder die Professorin. Wenn wir uns Zustände anschauen, dann haben Zustände immer etwas mit Entities zu tun. Und es liegt auf der Hand, dass wir hier ein Entity Enrollment Application brauchen. Diese Bewerbung hat einen Anfang und diese Bewerbung hat Zwischenzustände und sie hat auch ein Ende. Und sie mündet am Ende darin, dass der Bewerber oder die Bewerberin in den Studiengang eingeschrieben ist, also den Status als Studierende bekommt. Welche Zustände durchläuft jetzt unsere Bewerbung? Zunächst stellt man so eine Art Antrag, also man ist im Zustand Enrollment Requested. Dann muss man ein Resümee hochladen, also so eine Art Lebenslauf, Motivationsschreiben, sowas in der Richtung. Dann wird geschaut, sind weitere Dokumente nötig? Das ist jetzt etwas, was die Sachbearbeiterin tut. Die Dokumente können entweder unvollständig sein, also Documents incomplete, oder es kann sein, dass der Bewerber gerade neue Dokumente hochgeladen hat und dann sind diese neuen Dokumente verfügbar und müssen geprüft werden. Jede Bewerbung muss auf der Basis des Resümees, also des Motivationsschreibens, des Lebenslaufes, noch einmal von einer Professorin oder einem Professor geprüft werden. Es kann sein, dass diese Evaluation noch fehlt, also Evaluation Missing. Wenn die Evaluierung da ist, dann wird die Bewerbung auf der Basis des Urteils der Professorin entweder abgelehnt, also Application Denied, oder sie wird befürwortet, Application Approved. Dann muss der Bewerber noch die Gebühren bezahlen, also Fees paid, und dann schließlich weist die Sachbearbeiterin eine Matrikelnummer zu und die Bewerberin, der Bewerber ist im Zustand eingeschrieben, also enrolled. Das ist unser Bild dieses fachlichen Vorgangs, den wir uns hier anschauen wollen. Wir haben uns ja schon angeschaut, wie dieser Ablauf, den ich jetzt schildere, der ist ja nicht neu, den haben wir in den letzten beiden Videos auch schon als Beispiel gehabt, wie sich der in einem Aktivitätsdiagramm darstellt. Und ich wähle mal die Swimlane-Darstellung, weil man da sieht, wer von den Aktoren was tut. Und wenn wir das mal durchgehen, dann können wir in diesem Aktivitätsdiagramm ganz schön diese Zustände, die wir eben erstmal so informell angeordnet haben, platzieren. Und zwar immer in Abhängigkeit von den Aktivitäten, die gerade durchgeführt wurden. Am Anfang, nachdem der Bewerber seine persönlichen Daten eingegeben hat, ist diese Bewerbung im Zustand Enrollment Requested. Jeder dieser Zustände bezieht sich immer auf eine konkrete Entity. Das braucht man jetzt in dem Statusdiagramm deswegen nicht mehr dazu zu schreiben. Wir haben generell den Kontext, alles, was wir hier an Zuständen haben, bezieht sich auf Enrollment Application. Wenn der Bewerber dann sein Resümee hochgeladen hat, dann haben wir einen neuen Zustand, nämlich Resümee uploaded. Bevor das Resümee nicht da ist, kann eigentlich niemand irgendwie tätig werden, weder die Sachbearbeiterin noch der Professor. Jetzt kann es sein, dass der Bewerber neue Dokumente hochlädt, zusätzliche Dokumente wie zum Beispiel ein Abi-Zeugnis oder den Beleg über irgendwelche Vorleistungen. Die Sachbearbeiterin muss, sobald neue Dokumente da sind, diese prüfen und entscheidet dann entweder, dass die Dokumente incomplete sind, also noch nicht vollständig, oder sie entscheidet, dass die Dokumente vollständig sind. Dafür brauchen wir gar keinen gesonderten Zustand, denn wir haben ja immer noch das Gutachten der Professorin und müssen dann mal schauen, ist das Gutachten denn schon da, also diese Evaluierung. Alle Dokumente des Bewerbers sind da, nur das Gutachten des Professors steht noch aus. Und dann kommt das Gutachten und dann können wir direkt in einen von zwei Zuständen schalten, nämlich Application Approved oder Application Denied. Wir müssen einfach nur schauen, welches Urteil die Professorin gefällt hat. Steht in dem Gutachten, also in dieser Evaluation jetzt drin,
Ja, ich befürworte das, dann bin ich im Zustand approved, ansonsten bin ich leider im Zustand denied und wir machen hier einen etwas vereinfachten Workflow. Es gibt keine Kommission, es gibt nur diese eine Person, diese eine Professorin, die das bewertet. Nicht ganz realistisch, aber ich wollte es nicht noch komplizierter machen. Und dann ist auch Schluss. Also sowas wie einen Gerichtsweg, einen Rechtsweg, der ja immer noch offen steht, ist hier jetzt auch nicht abgebildet. Wenn die Bewerbung approved ist, also wenn die Professorin zugestimmt hat, dann muss der Bewerber seine Gebühren bezahlen. Danach sind wir im Zustand Fees paid und dann warten wir nur noch darauf, dass die Sachbearbeiterin eine Matrikelnummer generiert und zuweist und dann sind wir im Zustand enrolled. Dann ist dieser Workflow zu Ende. Jetzt haben wir noch einen Zweig, den wir nicht angeschaut haben, das ist das Mentoring-Programm. Und da ist es so, dieses Mentoring-Programm, das hatten wir ja gesagt, das ist komplett unabhängig vom Ausgang dieser Bewerbung. Das geht in jedem Fall los. Ob man das jetzt sinnvoll findet oder nicht, aber das war unsere Annahme. Und deswegen nehmen wir diesen Zustand hier aus der Zustandsfolge raus und gehen mal davon aus, dass wir für das Mentoring ein eigenes Entity haben, was auch wieder so eine gewisse Zustandsfolge durchläuft. Denn Mentoring ist ja auch ein komplexer Prozess, wo ich erstmal Mentoren finden muss und Inhalte fürs Mentoring festlegen muss und dergleichen mehr. Und da gehe ich davon aus, dass das eine eigene Zustandsfolge ist, deswegen habe ich das hier mal in blau dargestellt. Damit beschäftigen wir uns also hier nicht. Wir schauen nur auf das Entity Enrollment Application. Jetzt würde ich ja gerne diese Zustände, die ich jetzt hier in Orange notiert habe, in einem geschlossenen Dokument darstellen. Und das tun wir in einem Statusdiagramm. Das ist das Statusdiagramm, was sich ergibt aus unserer Überlegung zu den Statusübergängen. Ich gehe da jetzt noch nicht im Detail drauf ein, sondern mache erstmal einen kurzen Überflug über die Syntax. Die Syntax bei Statusdiagrammen ist relativ simpel und dann gehen wir mal im Detail nochmal über dieses Diagramm drüber. Die Syntaxelemente sehen ganz ähnlich aus wie im Aktivitätsdiagramm. Man muss aber ein bisschen aufpassen, weil sie teilweise dann doch ein kleines bisschen anders funktionieren. Das wird gerne und häufig falsch gemacht, wenn man syntaktisch korrekt arbeiten möchte. Und sie heißen auch ein kleines bisschen anders. Ich mache jetzt mal bewusst den formal korrekten Weg. Also der Anfangszustand heißt Initial State. Sieht genauso aus wie so eine Initial Node beim Aktivitätsdiagramm. Vom Initial State geht eine Kante aus. Es könnten vom Initial State durchaus auch mehrere Kanten ausgehen. Dann müsste man sie sinnvollerweise aber mit einem Guard annotieren, denn sonst wäre es dem Zufall überlassen, auf welchem Pfad man beginnt. Also normalerweise geht von dem Initial State genau ein Pfad aus, um dann in den ersten Zustand unseres Zustandsdiagramms, unserer Zustandsfolge zu gelangen. Wir haben auch wieder Dinge, die wir in Boxen mit abgerundeten Ecken schreiben. Nur sind das keine Actions, so wie im Aktivitätsdiagramm, sondern es sind Zustände oder States auf Englisch. Und hier ist es so ganz ähnlich wie im Aktivitätsdiagramm. Es können eine Menge von Kanten in diesen State reingehen. Es können auch eine Menge Kanten von diesem State weggehen. Wir haben auch eine Tokensemantik, die durch dieses State-Diagramm durchfließt. Aber ein ganz entscheidender Unterschied zum Aktivitätsdiagramm ist, es gibt hier keinerlei Parallelisierung. Denn wie eigentlich unmittelbar einleuchtend sein sollte, der Zustand eines Entities ist eindeutig. Ein Entity kann nicht zwei Zustände zur gleichen Zeit haben. Das heißt, es kann auch immer nur ein einziges Token im ganzen Diagramm geben. Und dadurch sind die Regeln, wie so ein Zustand erreicht werden kann und wie so dieses Token durch dieses Zustandsdiagramm reist, in gewisser Weise ein bisschen einfacher beim Zustandsdiagramm, weil ich nicht darauf achten muss, dass so wie beim Aktivitätsdiagramm alle Eingänge belegt sein müssen, damit so ein Knoten feuert. Das ist hier nicht der Fall, sondern der Zustand wird von einem Token erreicht und das genau bedeutet, das Entity hat den Zustand SomeState in diesem Fall. Konventionen für diese Zustände sind, dass man sie als Kombination eines Verbs in der Vergangenheitsform und eines Objekts im Allgemeinen bezeichnet. Im Deutschen wäre das sowas wie Rechnung verschickt
oder im Englischen Resume uploaded. Es ist also immer so, dass ich mit so einem Zustand in gewisser Weise einen geschehenen Event bezeichne. Etwas, was passiert ist und dann eben mein Entity in einen neuen Zustand versetzt hat. Und wo Sie darauf achten sollten, das ist, dass Sie von einem Zustand ausgehend alle möglichen Operationen annotieren, denn das ist genau das, was uns nachher bei der Implementierung hilft, dass wir auch sagen können, in welchem Fall sind Operationen denn nicht möglich. Kleines Beispiel: Wenn ich als Professor ein Gutachten erstellt habe zu einem Bewerber, dann möchte ich nicht, dass der Bewerber dann nochmal ein neues Resümee hochlädt und ich das Gutachten dann nochmal neu schreiben muss. Um genau solche Sachverhalte in meinem Diagramm gut ausdrücken zu können, annotiere ich normalerweise die Transitionen, also die Übergänge zwischen den Zuständen, mit 3 verschiedenen Arten von Labels. Das erste Label ist der sogenannte Trigger. Das ist ein externer Event, ein externes Ereignis, was von außen kommt, was von einem Aktor außen aktiv angestoßen wird und das dann mein Entity dazu bringt, dass es sich in einen neuen Zustand bewegt. In diesem Fall hier hätten wir zum Beispiel Insurance Customer uploads Receipts for Claim. Also wir haben einen Versicherungskunden, der hat irgendeine Art von Unfall gehabt, zum Beispiel hat jetzt eine Rechnung und reicht diese Rechnung bei der Versicherung ein. Dann wäre dieses Entity, was wir hier anschauen, in dem Zustand Claim Receipts uploaded. Das heißt, der Kunde hat was eingereicht. Dann sieht man hier auch wieder die Guards, die wir auch im Aktivitätsdiagramm haben. Das sind die Labels, die in eckigen Klammern geschrieben sind. Und das bedeutet, ich kann diese Transition nur entlanglaufen, wenn die in den eckigen Klammern geschriebene Bedingung stimmt. Hier ist es zum Beispiel so, dass ich unterscheide, ob mein Insurance Claim für eine Autoversicherung ist, also Claim is for Car Insurance, dann gehe ich rechts lang. Oder ist es ein Claim für irgendeine andere Versicherung, dann gehe ich nach unten. Und ich sehe jetzt hier rechts auch nochmal so ein Label mit so einem Forward Slash davor. Das ist ein sogenanntes Behavior oder auch ein interner Event. Das ist etwas, das das System von selber tut. Das ist also der große Unterschied zu den Triggers, die keinen so einen Slash vorne dran haben. Diese Trigger ohne den Slash, das ist was von außen kommt. Wenn der Slash vorne dran ist, macht das System das selber. Und ich gehe hier davon aus, wenn ich hier einen Claim kriege für die Autoversicherung, dass dann immer ein externer Service eingeschaltet wird. Übrigens gar nicht so ein unrealistisches Beispiel. Sowas wird normalerweise outgesourced. Und es gibt spezialisierte Dienstleister, die sich solche Werkstattrechnungen anschauen und gucken, ob die überhöht sind, ob die plausibel sind und dergleichen. Also in diesem Fall würde, wenn wir eine Autoversicherung haben, dann macht das System automatisch ein Forward zu dem externen Service. Wenn es irgendein anderer Claim ist, also jetzt gucken wir auf den Pfeil, auf die Transition, die nach unten rausgeht, dann muss erst der Event passieren, dass ein Sachbearbeiter, ein Clerk, auf Vollständigkeit prüft. Und erst dann geht es in den nächsten Zustand, der hier nicht mehr dargestellt ist. Man kann sich also vorstellen, wie man hier mit so einem Statusdiagramm sehr schön den Code strukturieren kann. Also im Grunde genommen sind das, was ich jetzt hier an Trigger notiert habe, sind eigentlich Methodenaufrufe. Und genauso werden wir uns das gleich auch an dem Beispiel anschauen. Ich habe das Beispiel mal in Code umgesetzt und wir machen einen kurzen Überflug über diesen Code. Machen wir aber zunächst mal erstmal die Syntaxelemente zu Ende. Es gibt dann auch genauso wie beim Aktivitätsdiagramm eine Verzweigung, die heißt hier nicht Decision Node, sondern Choice. Und hier wird geguckt, ist irgendeine Art von Bedingung erfüllt und dann kann ich von diesem Choice ausgehend entweder linksrum, rechtsrum, geradeaus weitergehen. Es kann mehrere Ausgänge geben, es kann auch mehr als 3 geben und ich schreibe wieder Guards an diese Transitionen dran und dann geht halt unser Token, was den Zustand des Entities beschreibt, das geht dann halt diese Transition lang, wo gerade die in eckigen Klammern annotierte Condition zutrifft. Genauso wie beim Aktivitätsdiagramm gibt es auch häufig so diese einfache Form mit 2 Ausgängen, wo dann Ja und Nein dran steht. Das ist die etwas verkürzte Art, das zu annotieren. Und dann gibt es schließlich noch den Final State. Auch davon kann es wie beim Aktivitätsdiagramm mehrere im Diagramm geben.
Es ist übrigens möglich, dass Sie ein Diagramm haben, was keinen Endknoten hat. Das wäre dann der Fall, wenn ich so ein Diagramm habe, was quasi immer aktiv ist. Wenn Sie sowas nehmen wie die Elektronik, die im Auto irgendwelche Bauteile überwacht, ABS-System zum Beispiel, das würde ich mal prinzipiell ohne so einen Endknoten modellieren, weil wenn das System läuft, dann bleibt es immer aktiv und wechselt nur den Zustand. Andere Abläufe haben definitiv einen Endzustand. Also alles, was so prozessorientiert ist, wie zum Beispiel eben eine Bewerbung um einen Studienplatz oder das Einreichen eines Anspruchs an die Versicherung, da haben Sie im Allgemeinen einen Endknoten. Und jetzt gehen wir mit dem Wissen um unsere Syntax noch einmal im Detail durch dieses Diagramm durch. Am Anfang steht der Übergang von der Initial Node zum Zustand Enrollment Requested. Das heißt, ich lege an der Stelle ein Entity Enrollment Application an mit der Methode Create Application with Personal Data. Also ich würde wahrscheinlich hier einen Konstruktor machen oder die entsprechenden Setter-Methoden aufrufen, sodass ich dann in meiner Enrollment Application schon die persönlichen Daten drin habe. Diese persönlichen Daten kann ich dann auch jederzeit ändern, ohne dass sich irgendwas am Zustand des Entities ändert, ohne dass sich irgendwas am Zustand der Bewerbung ändert. Das ist ja auch das, was ich möchte, weil es kann ja sein, dass ich einfach umziehe während des Bewerbungsprozesses. Das hat mit meiner Bewerbung um den Studienplatz jetzt gar nichts zu tun. Das heißt also, das ist außerhalb dieser Statusfolge in gewisser Weise. Der erste Schritt, der erste Methodenaufruf, der etwas am Zustand verändert, ist Upload Resume. Danach bin ich im Zustand Resume Uploaded. Ich kann in diesem Zustand eine Evaluierung als Professor hochladen. Ich kann aber auch hingehen und als Clerk sagen, ich möchte die Dokumente prüfen. Also die zusätzlichen Dokumente neben dem Resume. Ne? Also gibt es noch einen Bedarf, dass Abi-Zeugnisse oder dergleichen mehr hochgeladen werden müssen. Das macht die Sachbearbeiterin. Die schaut dann, sind die Dokumente vollständig? Wenn sie nicht vollständig sind, gehen wir weiter in den Zustand Documents Incomplete. Auch im Zustand Documents Incomplete kann ich als Prof schon die Evaluierung hochladen. Denn ich mache, das hatte ich ja gesagt, die Evaluierung nur auf Basis des Resümees. Das muss ich haben, danach kann ich mein Gutachten machen. Und so wie das hier dargestellt ist, kann ich, wenn ich das will, dieses Gutachten tatsächlich auch mehrfach hochladen. Wenn wir im Zustand Documents Incomplete sind, dann kann der Bewerber ein neues Dokument hochladen. Der kann also zum Beispiel sagen, oh, das Abi-Zeugnis habe ich vergessen, das lade ich jetzt hoch. Und dann ist mein Entity im neuen Zustand New Documents Available. Das heißt, das ist ein Zustand, der wiederum der Sachbearbeiterin signalisiert, ich muss nochmal neu prüfen. In diesem Zustand New Documents Available, solange halt diese Prüfung nicht stattgefunden hat, kann ich auch noch weitere Veränderungen vornehmen. Ich kann wiederum als Prof eine Bewerbung hochladen. Ich kann aber auch als Bewerber noch weitere Dokumente hinterher schieben. Und ich bleibe in diesem Zustand New Documents Available. Aus dem Zustand komme ich nur dann wieder raus, indem ich als Sachbearbeiterin diese Dokumente prüfe, also Check Documents mache. Und dann bin ich wieder an dem Entscheidungsknoten von eben. Dann laufe ich eventuell wieder die Schleife entlang oder ich sage irgendwann mal, ich bin fertig, also die Dokumente sind komplett. Dann laufe ich nach links rüber und schaue dann mal, ob inzwischen diese Evaluierung durch den Prof stattgefunden hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehe ich nach links in den Zustand Evaluation Missing. Und aus dem komme ich nur dadurch raus, dass ich eine Evaluierung hochlade. Wenn die Evaluierung inzwischen schon stattgefunden hat, dann brauche ich das nicht mehr, dann gehe ich nach unten weiter, schaue in den Inhalt dieser Evaluierung, also stelle mir die Frage Professor Approves Application. Wenn das nicht der Fall ist, gehe ich nach links, bin im Zustand Application Denied und das ist der Endzustand. Weiter geht's nicht an der Stelle. Wenn der Professor die Bewerbung approved hat, dann gehe ich nach rechts, bin im Zustand Application Approved. Dann muss ich als Bewerber diese Gebühren bezahlen, die Studiengebühren bezahlen, bin dann im Zustand Fees Paid und dann muss noch die Sachbearbeiterin die Matrikelnummer zuweisen und dann schließlich bin ich im Zustand Enrolled und gehe von da aus dann in den
Endzustand, das ist also der Abschluss meines Prozesses. Was nehme ich mit aus diesem Statusdiagramm? Man sieht, es ist doch ein recht komplexer Prozess und man muss sich gut Gedanken darüber machen, wann darf ich eigentlich was. Ich muss ein bisschen darauf aufpassen, dass ich eigentlich ja 2 parallel ablaufende Stränge habe. Ich habe ja 3 Aktoren, ich habe eigentlich sogar 3 parallel ablaufende Stränge, aber 2 sind stark parallel, nämlich diese Evaluierung durch den Prof und das, was da Sachbearbeiterin und Bewerber miteinander tun in so einem kleinen Hin- und Her-Spiel, dass dann immer wieder Dokumente hochgeladen und dann wieder neu nachgefordert werden. Und das habe ich hier in dieser Weise abgebildet, dass ich sage, ich kann als Prof zu relativ vielen Zeitpunkten so eine Evaluierung hochladen. Also im Zustand Resume uploaded, im Zustand Documents incomplete, im Zustand New Documents available. Und erst wenn quasi alle diese Formalaspekte erfüllt sind, wird wirklich dann auf die Evaluierung drauf geguckt und dann wird auch nochmal gewartet, falls sie noch nicht da ist, wann sie denn dann kommt. Also ich muss in irgendeiner Form das, was ich in dem Aktivitätsdiagramm als parallele Stränge drin hatte, hier im Status sequenzialisieren. Und das andere, was ich sehe, ist, ich kriege hier einen prima Eindruck, was ich eigentlich für Aktionen habe, für Trigger habe. Und diese Trigger, habe ich ja eben gesagt, die übersetzen sich eigentlich relativ 1:1 in meine Methoden im Entity. Und genau das würde ich dann gleich gerne mal mit Ihnen im Code nochmal anschauen, würde aber vorher gerne nochmal auf 2 grundsätzlich verschiedene Wege eingehen, wie man solche Statusfolgen in einem Entity abbilden kann. Man kann es auf 2 Wegen machen. Man kann es über Attributzustände machen, also indirekt, dass ich also sage, ich schaue, gibt es schon ein Resümee, dann bin ich in einem bestimmten Zustand. Gibt es schon eine Evaluation des Profs, bin ich in einem anderen Zustand. Diese Art der Implementierung zeige ich Ihnen gleich. Ist in der Regel der elegantere Weg, weil ich erstens weniger Code produziere und zum Zweiten die Zustandsberechnung nur an einer einzigen zentralen Stelle habe. Man kann es auch, und das wäre wahrscheinlich der intuitiv einleuchtendere Weg, über so eine explizite State-Variable machen. Dann allerdings verteilt sich die Zustandsberechnung im Code. Es ist am Ende ein bisschen eine Geschmacksfrage. Meine persönliche Präferenz ist eher bei dem ersten Weg, aber auch der zweite Weg funktioniert gut und ist auch durchaus nachvollziehbar. Als erstes ist es immer eine gute und sinnvolle Idee, dass ich die Statusfolge, die ich habe, als Enum deklariere. Das habe ich hier gemacht als ein Enrollment State Type, wo ich die 9 Zustände, die ich in meinem Diagramm habe, hier einfach mal in einem State Type, in einem Enum zusammengefasst habe. Dann habe ich als zweites Mal angefangen, die Methoden aus dem Diagramm rauszuziehen. Ich habe, so wie eben schon gesagt, einfach die Trigger angeschaut und aus jedem Trigger mehr oder weniger eine Methode gemacht. Und das habe ich in 3 Interfaces gegossen. Das mit den Interfaces muss man nicht unbedingt machen. Das war mir jetzt hier einfach mal die Sache wert, um das ein bisschen deutlich zu machen, wie sich dieses Diagramm übersetzt in Code. Also ich habe 3 Methoden, die ich aus Sicht des Applicants anbieten möchte, nämlich Upload Resume, Upload Document und Pay Fees. Dann habe ich Methoden, die der Clerk zur Verfügung hat, nämlich Check Documents. Eine Prüfmethode ist Document Check Needed und ein Assign Matriculation Number. Und ich habe Professor Activities, nämlich Upload Evaluation. Was habe ich davon, wenn ich das so trenne in Interfaces? Man kann dann vielleicht sagen, ich habe wahrscheinlich Teil-GUIs, also User Interfaces, für den Bewerber, für die Sachbearbeiterin und wahrscheinlich auch für den Professor. Sei es nun, dass es alles die gleiche Applikation, also das gleiche GUI ist und ich habe dann verschiedene Screens da drin. Oder ich kriege, je nachdem, was für eine Rolle ich habe, kriege ich verschiedene Bildschirme zu sehen, verschiedene Teile des UIs. Dann kann ich sowas schon ganz gut brauchen. Und wir werden in Softwaretechnik 2 sehen, dass man sowas dann auch sehr schön in REST APIs übersetzen kann. Also wir werden genau das Beispiel in ST2 nochmal besuchen und dann daraus das REST API entwickeln. Und dann habe ich daraus dann die Enrollment Application gemacht. Und diese Enrollment Application hat wenig überraschend
die Tags Entity und implementiert die 3 Interfaces, die ich genannt habe. Ich mache mal so einen Schnellüberflug. Ich zeige Ihnen den Code nicht vollständig, das würde zu lange dauern. Ich habe hier oben erstmal die Attribute wie Name, Adresse, E-Mail. Dann habe ich das Study Program, für das sich der Studierende bewirbt. Dann habe ich ein Resümee. Ich habe einen Satz von Dokumenten. Ich habe ein Boolean, das zeigt, sind die Dokumente komplett, sind die vollständig. Also quasi so eine Art Prüfflag. Dann habe ich 2 Variablen, die ich brauche, um rauszukriegen, ob ich nochmal neu prüfen muss. Das habe ich als System Nanos modelliert, als Longs, quasi Time of Last Document Edit und Time of Last Document Check. Und ich muss halt schauen, dass die Check-Variable immer neuer ist als die Edit-Variable. Und dann habe ich noch die Evaluation, ich habe das Payment Receipt und ich habe die Matriculation Number. Sie sehen hier überall so Embedded oder Element Connection dran, das heißt, ich habe die alle als Value Objects implementiert. Jetzt schauen wir uns mal die Methoden an. Upload Resume beispielsweise. Also bei dem Resume prüfe ich erstmal, ist es null. Wenn das der Fall ist, dann werfe ich eine Invalid Attribute Exception, das ist eine von mir selbst geschriebene Exception. Und dann muss ich prüfen, ob denn ich so eine Aktion auch tatsächlich ausführen darf. Ist denn mein Entity in dem aktuellen Zustand, um so eine Aktivität auch auszuführen? Also in diesem Fall schaue ich if state ungleich enrollment requested, dann werfe ich eine neue not allowed operation exception und sage, dass das Resümee in diesem Zustand nicht hochgeladen werden kann. Ich darf nämlich nur in dem Anfangszustand das Resümee noch ändern. Das ist ja das, was ich aus diesem Diagramm gezogen habe. Und dann schließlich am Ende setze ich dann das Resümee auf den aktuellen Wert. Das ist so ein Pattern, das zieht sich eigentlich durch diese gesamte Implementierung durch. Ich habe bewusst keine Setter-Methoden benutzt, sondern Methoden, die einen anderen Namen haben, sowas wie Upload Resume. Warum habe ich das gemacht? Das ist so ein bisschen so eine Frage der Codehygiene, so ein bisschen Richtung Clean Code. Wenn Sie einen Namen sehen, dann sollten Sie sofort ein bisschen eine Ahnung haben, was bei dem Namen, bei diesem Methodennamen passiert. Wenn Sie einfach nur einen Setter benutzen, dann würden Sie davon ausgehen, dass da nicht groß noch irgendwas anderes passiert. Da würden Sie annehmen, da wird nur die Member-Variable gesetzt. Und wenn Sie aber eine dedizierte Methode haben, dann gehen Sie vielleicht eher davon aus, dass hier auch noch Geschäftslogik passiert. Diese Prüfung, wann denn was erlaubt ist manchmal ein bisschen komplizierter. Wenn ich zum Beispiel Upload Evaluation anschaue, das war die Aktion des Profs. Da haben wir ja gesehen, der Prof darf die Evaluierung zu relativ vielen Zuständen machen. Und das kann man aus dem Code eigentlich prima sehen. Es ist erlaubt, das in dem Zustand Resume Uploaded zu machen oder Documents Incomplete oder New Documents Available oder Evaluation Missing. In allen anderen Zuständen ist es nicht erlaubt. Früher als das hat der Prof keine Grundlage, um die Evaluierung zu machen. Und später als das ist der Prozess durch. Da sagen wir einfach, einmal Evaluierung gemacht, fertig, Revidieren des Urteils geht nicht. Den Rest der Methoden überspringe ich mal. Was ich Ihnen aber noch zeigen muss, das ist die Implementierung der Methode State. Denn ich habe bis jetzt ja noch gar nichts mit Zustand gemacht. Ich habe immer nur diese Methode State aufgerufen. Und hier in der Methode State, da sehen Sie, dass der Zustand bestimmt wird. Sie müssen das von oben nach unten lesen. Immer wenn eine Bedingung erfüllt ist, dann steigt die Methode aus. Also zunächst wird mal geschaut, gibt es die Matrikelnummer schon? Dann bin ich im Zustand Enrolled. Gibt es das Payment Receipt? Dann bin ich im Zustand Fees Paid, weil wäre auch die Matrikelnummer schon da, dann wäre ich auch schon raus aus der Methode. Das heißt, die dritte Zeile geht dann davon aus, dass das Payment Receipt auch noch nicht da ist. Dann können wir schauen, ist die Evaluierung da? Wenn sie da ist, dann gucke ich da drauf, ob sie positiv ist oder negativ und gebe dann in Abhängigkeit davon den Zustand Application Granted oder Application Denied zurück.
Die Zahlen, die danach kommen, gehen davon aus, dass diese Evaluierung noch nicht da ist. Dann bin ich also in dem Zyklus, der guckt, ob die Dokumente vollständig sind. Da schaue ich drauf, ist mein Prüffleck gesetzt, also es ist ungleich 0. Dann schaue ich drauf, wenn es positiv ist, dann kann ich zurückgeben, es fehlt noch die Evaluierung. Wenn es nicht positiv ist, bin ich in der Zeile danach. In der Zeile danach schaue ich dann, muss ich neue Dokumente prüfen. Wenn ja, dann bin ich im Zustand New Documents Available. Wenn nein, dann bin ich im Zustand Documents Incomplete, weil sonst wäre ja das Prüffleck positiv, also auf True. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich noch am Anfang des Workflows. Dann kann ich dann noch gucken, ist das Resümee gesetzt, wenn es ungleich 0 ist. Dann bin ich im Zustand Resümee Uploaded und sonst bin ich im Zustand Enrollment Requested. Für das alles habe ich einen Test geschrieben. Der Test geht einfach im Prinzip für jeden Zustand die erlaubten und die nicht erlaubten Aktivitäten durch und prüft, ob sie tatsächlich so kommen. Wenn wir ihn ausführen, dann sehen wir, das ist alles okay, alles grün. Jetzt habe ich nochmal eine Alternativimplementierung gemacht. Also was Sie jetzt gerade gesehen haben, das war ja die indirekte Form der Zustandsimplementierung. Ich habe keine State-Variable, ich komme ohne State-Variable aus und nur in der Methode State bestimme ich am Schluss den Zustand rein auf der Basis der Attribute, der Kombinationen von Attributen, die ich in meinem Entity habe. Jetzt machen wir nochmal die Variante mit einem expliziten State. Das habe ich einfach gemacht, indem ich die Entity-Klasse von eben abgeleitet habe in eine neue Entity-Klasse Enrollment Application Explicit State. Und da habe ich dann eine Enrollment State Type Variable State. Die muss ich am Anfang auf Enrollment Requested setzen, weil das ist quasi der Startzustand. Und jetzt habe ich einfach die Methoden alle abgeleitet. Und damit ich den Code nicht überall wiederholen muss, sehen Sie überall das Super-Punkt irgendwas. Also zum Beispiel bei Upload Resume mache ich zuerst das Super Upload Resume. Also ich schaue zunächst mal, ob die Aktivität überhaupt stattfinden darf und führe den Setter aus. Und dann muss ich hier, das ist das, was neu ist gegenüber der Variante von eben, diesen Zustand explizit setzen. Also im ersten Fall ist es einfach. Nach Upload Resume setze ich einfach den State of Resume Uploaded. Nach Upload Document ist es schon nicht ganz so einfach. Und Sie sehen, ich kann einfach die Codeschnipsel, die ich eben kompakt zusammen in der State-Methode hatte, die verteile ich jetzt hier über die einzelnen Einzelmethoden. Und man sieht, dass man das an einer anderen Stelle auch nochmal braucht, nämlich bei Check Documents. Sie sehen hier, dass ich den gleichen Codeschnipsel doppelt im Code habe. Dieses if Documents complete ungleich null und so weiter. Also ich habe hier unter Umständen in dieser Variante etwas mehr Code-Doppelung. Dafür, wenn ich jetzt mal runterspringe, habe ich hier unten natürlich diese Methode State, die den Zustand zurückgibt. Die habe ich denkbar simpel, die gibt nämlich tatsächlich einfach nur die State-Variable zurück. Also es ist ein bisschen Geschmacksfrage. Wir haben die Berechnung des Zustandes in dieser Variante verteilt auf die einzelnen Methoden. In der anderen Variante ist sie an einer Stelle in der Entity gebündelt. Dann kann man sich überlegen, was für den gerade aktuellen Anwendungsfall die geeignetere Variante ist. Damit habe ich Ihnen Statusdiagramme als eine schöne Möglichkeit vorgestellt, wie man Entity-Zustände in einer geschlossenen, kompakten und gut lesbaren Form modellieren kann, was einem sehr dabei hilft, eine etwas komplexere Businesslogik in Code zu gießen. Man kann aus diesem Statusdiagramm sehr schön Statusfolgen ableiten, die man dann auch relativ direkt im Code implementieren kann und spart sich dann so große If-Then-Else-Verzweigungen, wenn man das vernünftig tut.